Wenn du dich in der letzten Zeit schon mal gefragt hast, auf welchem Instrument ich hier spiele, oder wenn du in der letzten Zeit überlegt hast, was sind das da für Sounds, die aus Thomas Klavier rauskommen, oder wenn dir in der letzten Zeit aufgefallen ist, dass das Klavier immer ein bisschen anders klingt, dann ist dieses Video für dich. Thomas Vorsprach hier von Werde Musiker. Herzlich willkommen zu diesem Video, und in diesem Video möchte ich dir heute ein Sound-Update geben, ja, was quasi aus meinem Instrument rauskommt, nämlich die Leute, die schon länger dabei sind, wissen das. Der Klang kommt nicht aus meinem E-Piano raus, sondern der Klang kommt aus dem Computer raus. Und wie das genau funktioniert, das habe ich schon mal erklärt in einem Video, das Geheimnis meines Pianos. Ich verlinke dir das gerne hier unter dem Video, in der Videobeschreibung. Aber gerade in der letzten Zeit experimentiere ich ein bisschen rum, beziehungsweise möchte eigentlich mehr für Abwechslung sorgen mit meinem Klaviersound. Das hat gar nichts damit zu tun, dass ich unzufrieden war. Ich hatte einfach mal Lust auf ein bisschen Abwechslung, und deswegen ist dem einen oder anderen vielleicht schon ein bisschen aufgefallen, dass es ein bisschen anders klingt. Eins vorweg, ich arbeite in der letzten Zeit in erster Linie mit Sounds der Firma Native Instruments, aber das ist keine Produktplatzierung. Ich werde nicht dafür bezahlt, dass ich dieses Video mache. Ich bin wirklich überzeugt davon. Möchte aber auch dazu sagen, dass es auch noch von vielen anderen Herstellern gute Sounds gibt. Davor habe ich mit einem Logic Sound gearbeitet, den ich gleich auch nochmal vorstellen würde. Aber ich weiß auch, dass die Firma Ivory Synthety ein ziemlich geiles Piano hat, auch von anderen Herstellern. Aber das ist definitiv etwas in Native Instruments, ist auch relativ verbreitet, läuft auf allen Systemen, Mac und PC. Und ich zeige dir jetzt einfach mal, wie diese Sounds klingen, was das für Instrumente sind, und auch im direkten Vergleich zu meinem bisherigen Piano-Sound. Mit dem starte ich auch erstmal. Das ist das Steinway Piano. Ja, also ein Flügel des Herstellers Steinway. Übrigens, ich finde, es geht letztendlich nichts über ein schönes akustisches Instrument, ein schönes Klavier, einen schönen Flügel, weil es einfach nochmal einen ganz anderen Charme hat. Aber ich weiß, es ist auch für viele nicht möglich, aus Platzgründen, aus Kostengründen, aus Nachbarschaftsgründen. Auch für mich ist es deutlich einfacher, mit einem E-Piano die Videos zu produzieren, einfach ja, aus verschiedenen technischen Gründen. Das würde die Sache viel, viel, viel aufwendiger machen, wenn ich das mit einem akustischen Instrument machen würde. Trotzdem, ich finde, das ist das höchste der Gefühle. Also wenn du die Möglichkeit hast, ein akustisches Instrument zu haben, hol dir das natürlich auf jeden Fall. Oder vielleicht einfach als Ergänzung halt diese Sachen. Aber ja, kommen wir mal ins Thema. Ich fange mal an mit dem Steinway Piano. Das ist der eingebaut ist in der Software Logic. Das läuft nur auf Apple-Computern oder GarageBand. Also das ist auch von der Firma Apple letztendlich. Ich finde, der klingt sehr schön und übrigens schon bei Weitem besser als so ein eingebauter Sound aus diesem eingebauten E-Piano. Also kann man nicht vergleichen einfach. Ja, also, du hörst, es klingt einfach schon wunderschön. Ja, ich glaube, da brauchen wir gar nicht drüber zu streiten. Aber jetzt mal den direkten Vergleich. Ich zeige dir außerdem, worauf du achten kannst, wenn du mal ein Instrument anspielst. Ich finde, die beste Empfehlung, wenn du ein Instrument kaufen möchtest, ist sowieso in ein Musikgeschäft zu fahren und das Instrument einfach mal anzuspielen. Ja, und da macht es zum Beispiel einfach auch mal Sinn, unterschiedliche Bereiche des Klaviers anzuspielen. Also den Bass oder auch sogar nur einen einzelnen Ton in der Mitte und auch oben. Diskant nennt sich das ganz oben. Und jede Taste in unterschiedlichen Lautstärken anzuspielen, also unterschiedlich stark. Wie verändert sich der Klang? Es wird nämlich nicht nur lauter, der Ton wird in der Regel auch härter, aber halt auch sehr unterschiedlich von Klavier zu Klavier, und auch das Gefühl, was man hat beim Anschlagen, ist total unterschiedlich. Ja, wie gut kannst du den Sound kontrollieren? Also das liegt auch an deinen Fingern, aber auch sehr am Instrument. Also ein sehr gutes Instrument zeichnet sich dadurch aus, dass sich das wirklich so einfach perfekt anfühlt, als wäre es eins, dein Finger und deine Taste. Also machen wir das jetzt mal hier mit dem Bass, nur ein Ton mit den unterschiedlichen Sounds, die ich jetzt hier habe. Also erstmal das Steinway.
Jetzt kommt das Alicia Keys Piano von Native Instruments. Aha, es reagiert schon, wenn ich feste anschlage, schon ganz anders. Es wird nicht mehr so hart. Zumindest nicht auf dem Ton. Gleich auf dem nächsten. Aber anders. Ja, klingt aber schon wunderschön, wie ich finde auch. Jetzt, pass auf, jetzt wird es interessant. Jetzt kommt das Instrument Gentleman von Native Instruments. Gentleman ist kein Flügel, sondern ein Klavier, das erste Wandklavier. Auch das einzige, was ich hier jetzt habe. Und es ist ein altes Instrument. Kein neues, sondern ein sehr, Vintage. Guck mal, klingt schon ganz anders, ne? Nach einem alten Wandklavier. Guck mal, wenn du dich jetzt fragst, das klingt doch total alt, was will ich denn damit? Aber vielleicht, wenn du auch so einen alten Klassiker spielen möchtest oder auch, übrigens, man kann auch jeden Sound nochmal variieren ohne Ende. Es ist einfach anders. Es ist einfach anders, ja. Ich möchte das gar nicht werten, dass es besser oder schlechter ist. Okay, nächstes Instrument, Grandeur. Das ist ein Flügel. Das ist ein Konzertflügel, ein aktueller Konzertflügel. Und genau so klingt es auch ziemlich präzise, finde ich. Ja, klingt, ich finde, sehr, sehr sauber vor allen Dingen. Und lässt sich übrigens auch genauso sauber spielen. Und das letzte Klavier im Bunde, The Maverick. Ein Flügel, aber ein alter Flügel. Hört man direkt auch wieder, dass es ein älteres Instrument ist, ne? Ja. Also, ich muss aufpassen, dass ich nicht zu sehr sofort, wenn ich das Instrument höre, nicht vergesse, das Video weiter zu produzieren. Also, ich denke, das war schon mal ein erster sehr guter Eindruck so über die, Gesamteindruck, auch wenn ich jetzt mal unten angefangen habe, da hört man schon sehr genau den Charakter des Stücks. Und wenn wir das Ganze nochmal oben machen, das mal Maverick, ich gehe jetzt zurück zum Konzertflügel Grandeur. Das ist der klare, ne? Der klare. Boah. Hört man auch hier. Da. Ich finde wirklich so mit einer Nadel perfekt den Ton getroffen. Zum Vergleich das alte Wandklavier.
Ich bin positiv überrascht auch, wie präzise, dafür, dass es ein altes Klavier ist. Ich meine, die haben das vorher natürlich in den Schuss gebracht, bevor sie es aufgenommen haben. Aber ein bisschen Präzision fehlt. Aber wie alt das Klavier wirklich ist und das ein Wandklavier ist, finde ich, merkt man am besten tatsächlich hier im Bass. Alicia Keys Piano ist halt so ein Pop-Piano. Na, guck mal, Alicia Keys. Ja, ist halt Pop, klingt ein bisschen weicher, aber trotzdem modern, frisch, auch ein neues Instrument. Was interessant ist, ist ein sehr starkes Geräusch, wenn man das Pedal drückt. Ich weiß nicht, ob du das jetzt hören kannst. Ich mache jetzt mal den Lautsprecher ganz laut bei dir. Man hört relativ laut, also natürlich nicht so laut wie der Klavierklang, aber deutlich lauter als bei allen anderen Pianos, wenn sich quasi die Dämpfer von den Saiten am Flügel heben, wenn ich das Fußpedal drücke. Und wie der Hall dann kommt. Übrigens auch im Klang merkt man das ohne Pedal. Das gleiche mit gedrücktem Pedal. Klingt schon direkt anders, ja, obwohl ich in beiden Fällen die Tasten gehalten habe. Und zum Schluss noch mein altes Piano, das Steinway Piano. Obwohl, ich habe eigentlich Keys oben noch gar nicht gemacht. Ja, sehr brillant, sehr poliert, finde ich. Ja, Grandeur klingt sehr sauber, präzise, aber noch natürlich. Und das hier, finde ich, klingt schon sehr poliert. Also klar, poliert ist natürlich auch schön. Ja, aber ein bisschen Charme geht verloren, finde ich. Trotzdem, also, schönes Piano. Und jetzt noch den Steinway, den Logic Steinway. Ich persönlich finde es das langweiligste Instrument im Bunde, aber es kann gut möglich sein, weil ich den jetzt über viele Jahre wirklich sehr, sehr oft gespielt habe, auch so für mich privat. Ja, dass ich einfach mal ein bisschen Abwechslung brauche. Ich möchte das gar nicht zu sehr werten. Wie immer überhaupt gilt, es ist Geschmackssache. Es gibt vielleicht sogar Leute, die mögen lieber E-Pianos als ein akustisches Instrument, ja. Ich glaube zwar, die meisten würden schon eher für ein wirkliches akustisches Instrument, ein tolles Klavier oder einen tollen Flügel bevorzugen, schon allein, weil da das ganze Instrument mitschwingt, durch den Raum schwingt, ja, die ganzen Schwingungen, ich glaube, die berühren einfach nochmal mehr jeden Menschen. Aber trotzdem, wie immer gilt natürlich Geschmackssache. Ich wollte euch ein kurzes Update geben, ja, womit ich das spiele. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Überblick vermitteln, nämlich ich finde auf der Herstellerseite merkt man den Charakter nicht so deutlich, wie unterschiedlich die Instrumente tatsächlich klingen, insbesondere hier im Bass. Ja, bin aber auch gespannt, was nutzt ihr überhaupt so zu Hause? Hinterlasst doch gerne mal einen Kommentar, ob ihr da vielleicht noch andere Vorlieben habt, ob ihr diese Sounds kennt, ob euch das ganz neu ist. Habt ihr noch eine Frage dazu? Also interessiert mich brennend. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt damit helfen, habe einen kleinen Überblick geben können. Und ja, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und ich freue mich dann auf eure Kommentare und aufs nächste Video.